In dieser Lektion geht es um die Berechnung der Kraft zwischen zwei Ladungen. Ungleichnamige Ladungen ziehen sich an, gleichnamige stoßen sich ab. So weit, so gut. Aber wie groß ist die Kraft, mit der Ladungen sich anziehen oder abstoßen? Dafür gibt es zwar eine Formel, aber wie wendet man sie an? Auf der linken Seite der Gleichung steht das F, das Formelzeichen für die Kraft, mit der sich zwei Ladungen anziehen oder abstoßen. Die Kraft hat eine Einheit, die du wahrscheinlich kennst. Kräfte werden in Newton gemessen, kurz groß N. Auf der rechten Gleichungsseite enthält die Formel ein Q1 und ein Q2. Ein einzelnes Q ist das Formelzeichen für das, was wir in einem vorigen Video Ladungsmenge oder kurz Ladung genannt haben. Da die Kraft zwischen zwei verschiedenen Ladungen wirkt, ist mit Q1 die eine der beiden Ladungen gemeint und mit Q2 eben die andere. Welche von beiden jetzt den Index 1 bekommt, das ist völlig egal, denn die Kraft zwischen ihnen ändert sich ja nicht, wenn man die Ladungen nur vertauscht. Für eine Ladung Q gibt es selbstverständlich auch eine Einheit und die ist zu Ehren eines französischen Physikers Coulomb genannt worden. Die Einheit Coulomb wird mit C abgekürzt. Mit einem Blitz zum Beispiel donnern etwa 10 bis 100 Coulomb durch die Gewitterluft und ein Akku kann sogar mehrere tausend Coulomb speichern. Angenommen, eine Ladung Q1 würde eine andere Ladung Q2 mit 760 Newton wegdrücken. Dann würde gleichzeitig auch Q1 selbst mit 760 Newton von Q2 weggedrückt. In die Gleichung wird aber nur eine der beiden Kräfte eingesetzt. Bitte nichts verdoppeln. Warum nur eine der beiden Kräfte genommen wird, lässt sich vielleicht ganz gut mit dem Schritt auf die Waage vergleichen. Mein Gewicht drückt mit 760 Newton auf die Waage. Die Waage übt selbst eine gleich große Gegenkraft von 760 Newton auf meine Füße aus. Die beiden Kräfte sind immer gleich groß und heben sich auf. Genauso ist das auch bei den Ladungen. Ein Formelzeichen F ist in der Skizze bei Q2 markiert. Das ist die Abstoßungskraft von Q1. Das andere F wirkt auf Q1. Das ist die gleich große Gegenkraft durch Q2. Auch diese beiden Kräfte heben sich auf. Ich betone das nur deswegen, weil manch einer jetzt die beiden Kräfte addieren und behaupten würde, dass insgesamt 2 mal 760 Newton, also 1520 Newton, wirken müssten. Die beiden Kräfte zu addieren ist durchaus erlaubt, wenn man die Gesamtkraft berechnen möchte. Dann gibt es aber zwei Dinge zu beachten. Erstens, die Gesamtkraft wird auch über das gesamte System betrachtet, also Körper und Waage, beziehungsweise über beide Ladungen und nicht an einer Stelle, die zwischen den Fußsohlen und der Waage liegt. Meine Gewichtskraft wird ja auch nicht verdoppelt, nur weil mich die Waage mit derselben Gegenkraft trägt. Zweitens, die Kraft ist ein Vektor und Vektoren haben eine Richtung. Und die Richtung der beiden Kraftvektoren ist genau entgegengesetzt, sodass die eine Kraft positiv und die andere Kraft negativ gezählt wird. Fazit: Die beiden Kräfte heben sich genau auf. Insgesamt ist die Kraft also nicht 1520, sondern 0 Newton. Dasselbe gilt für zwei Ladungen, egal ob sie sich abstoßen oder anziehen. Zurück zu der Ladungseinheit Coulomb. Ein Coulomb ist eine sehr große Ladungsmenge, denn die Ladung eines Elektrons ist ein extrem kleiner Bruchteil eines Coulombs, nämlich 1,6 mal 10 hoch minus 19 mal so klein. Die Ladung eines Elektrons ist übrigens genau eine Elementarladung. Deswegen hat sie das Formelzeichen klein e und ist in den meisten Taschenrechnern als Konstante gespeichert. Schau ruhig mal nach, ob dein Taschenrechner sie hat. Sie muss ungefähr 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb groß sein. An der 10 hoch minus 19 ahnt man schon, wie unvorstellbar klein eine Elementarladung ist. Zum Vergleich, eine Elementarladung verhält sich zu einem Coulomb wie die Masse eines Ausflugsschiffes zur Masse der Erde. Wenn also ein Blitz nur eine Ladung von 10 Coulomb transportiert, dann sind das 1 Giga mal 1 Giga an Elementarladung. Jetzt zurück zu unserer Formel, die die Kraft zwischen zwei Ladungen Q1 und Q2 beschreibt. Sie heißt übrigens Coulomb-Gleichung, ebenfalls nach dem französischen Physiker benannt. Wir haben nun alle Zutaten, um endlich den Zähler zu berechnen.
Die Ladungen können verschieden groß sein. Zum Beispiel Q1 3/1000 Coulomb, also 3 Millicoulomb, und Q2 6 Millicoulomb. Q1 und Q2 werden miteinander multipliziert. In unserem Beispiel ergäbe sich daraus 3 Millicoulomb mal 6 Millicoulomb gleich 18 Millicoulomb zum Quadrat. So, kommen wir zum Nenner. Die 4πr² im Nenner ist die Formel zur Berechnung einer Kugeloberfläche. Stellen wir uns vor, dass sich die Ladung Q1 im Mittelpunkt einer virtuellen Kugel mit dem Radius r befindet. Wenn Q2 auf dessen Oberfläche liegt, ist mit dem kleinen r sowohl der Radius der Kugel gemeint, als auch der Abstand zwischen den beiden Ladungen. Angenommen, beide Ladungen seien positiv. Dann wirkt die Kraft von Q1 auf Q2 radial nach außen. Würde sich Q2 auf einer anderen Stelle der Oberfläche befinden, wäre die Kraft von Q1 unverändert gleich stark. Es ist nämlich egal, wo sich Q2 befindet, solange sie denselben Abstand r zu Q1 einhält. Wenn sich Q2 entfernt, wird der Kugelradius und damit auch die Oberfläche 4πr² größer. Weil sie im Nenner steht, muss der Bruch und damit die Kraft F kleiner werden. Fehlt jetzt nur noch die Bedeutung des Epsilon im Nenner. Epsilon besteht aus zwei Teilen, einer Naturkonstanten ε0 und einer Materialkonstanten εr. ε0 heißt auch elektrische Feldkonstante. Ihr findet den Zahlenwert als Konstante in eurem Taschenrechner. Das R bei εr steht für relativ, also bezogen auf das Medium, in dem sich die Ladungen befinden. Wären die beiden Ladungen vom Medium Öl umgeben, würden sie sich nur noch mit halber Kraft gegenseitig abstoßen. Das Medium Wasser schwächt die Kraft sogar um das 80-fache im Vergleich zum Medium Luft. εr heißt relative Permittivität und man entnimmt ihren Wert einer Tabelle. Das Medium Luft dient als Referenz. εr für Luft ist daher 1. Oft wird es deswegen weggelassen und man schreibt statt Epsilon einfach nur ε0 unter den Bruchstrich. Weil Öl im Vergleich zur Luft die Kraft der Ladungen halbiert, ist das εr für Öl gleich 2. Für Ladungen in Wasser beträgt εr dann 80. So, das war erstmal genug Input. Damit du mit einem kleinen Erfolgserlebnis abschließt, fassen wir jetzt zusammen. Du kannst nach jeder Frage stoppen und dir die Antwort in Ruhe überlegen. Wenn deine Antwort sinngemäß mit meiner übereinstimmt, hast du alles richtig gemacht. Wie lautet die Coulomb-Gleichung? Kannst du sie auswendig hinschreiben? F ist gleich Q1 mal Q2 geteilt durch die Permittivität ε und 4πr². Für welche Größe steht das Formelzeichen Q? Für eine Ladungsmenge. Wie lautet die Einheit der Ladung und ihrer Abkürzung? Coulomb bzw. C. Welche beiden elektrischen Konstanten kann man im Taschenrechner aufrufen? Die Elementarladung e und die elektrische Feldkonstante ε0. Wie ändert sich die Kraft zwischen zwei Ladungen, wenn die eine der beiden Ladungen verdoppelt wird? Sie verdoppelt sich ebenfalls. Wie ändert sich die Kraft, wenn beide verdoppelt werden? Sie vervierfacht sich. Wie wirkt sich ein umgebendes Medium auf die Kraftfelder von Ladungen aus, wenn man das Medium mit Luft vergleicht? Es schwächt die Kraftfelder.